Arthur Schopenhauer entwickelt als Gegensatz zu Kants Vernunftethik eine Mitleidsethik, in welcher Tiere aufgrund ihrer Leidensfähigkeit direkt moralisch berücksichtigt werden müssen. Damit ist er einer der ersten westlichen Denker, der Tieren ausdrücklich einen Platz in der Ethik einräumt. Wie Schopenhauer seine Mitleidsethik begründet und welche Konsequenzen sich hieraus für unseren Umgang mit Tieren ergeben, erfährst du in diesem Video. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer begründet eine Mitleidsethik und spricht sich für die moralische Berücksichtigung von Tieren aus. Moralisches Handeln ist für ihn nicht Handeln aus Achtung vor einem moralischen Gesetz, wie bei Kant, sondern altruistisches Handeln für das Wohl anderer Wesen. Die Triebfeder für ein solches altruistisches Handeln ist das Mitleid. Dieses kann sich nicht nur auf Menschen, sondern auch auf Tiere beziehen. Tiere sind für ihn Brüder im Leiden. Schopenhauers Tierethik ist stark vom asiatischen Denken, vor allem den aus Indien stammenden Richtungen des Hinduismus und Buddhismus geprägt. Er beschäftigte sich als einer der ersten westlichen Denker mit dieser Philosophietradition und erkannte, vor allem in Bezug auf die Berücksichtigung von Tieren, den krassen Gegensatz zur westlichen Philosophie und Theologie. Schopenhauer wendet sich gegen die Überbetonung der Mensch-Tier-Differenz und begreift den Menschen als Teil der natürlichen Welt. Menschen und Tiere betrachtet er beide als Verkörperungen des Willens zum Leben. Dieser Wille zum Leben bildet das Grundelement seiner Metaphysik. Der Wille zum Leben ist bei Schopenhauer ein allgegenwärtiger, dumpfer und blinder Lebenstrieb, welcher Mensch und Tier, aber auch alle anderen Naturwesen verbindet. Der Wille ist das Wesen der Welt, die Urkraft und Dynamik, die allen Naturwesen zugrunde liegt. Der Wille zeigt sich beispielsweise im Überlebens- und Fortpflanzungstrieb von Mensch und Tier, aber auch in der gesamten übrigen Natur. Der Wille will nur sich selbst. Er will sich triebhaft selbst erhalten und steigern, ohne irgendeinen übergeordneten Zweck. Menschen können nach Schopenhauer als einzige Lebewesen den Willen in ihrem eigenen Körper bewusst wahrnehmen und erhalten dadurch Zugang zum Wesen der Welt. So erkennt der Mensch, dass er durch das einheitsstiftende Prinzip des Willens mit allen anderen Naturwesen verbunden ist. Der Mensch stellt dabei fest, dass es keinen wesentlichen Unterschied zwischen ihm selbst und anderen Naturwesen, wie beispielsweise Tieren, gibt. Wenn man Pflanzen und Tiere in ihrem freien, natürlichen Zustande lange genug beobachtet, erkennt man laut Schopenhauer die Einheit aller Lebewesen. Er selbst beobachtete stundenlang Pflanzen und Tiere, um sich bewusst zu machen, dass der Wille zum Leben in allem wirkt und alles vereint. Der Wille ist bei Schopenhauer kein vom Verstand geleitetes, bewusstes und zielorientiertes Streben, sondern ein blinder und triebhafter Drang zum Leben. Ebenso wie Tiere und Pflanzen hat der Mensch nur ein Ziel: Leben und Überleben. Schopenhauer sieht den Menschen also nicht als Vernunft, sondern als triebgesteuertes Wesen an. Da der Wille immer etwas will, ihm also immer etwas fehlt, ist er der Grund für das Leiden in der Welt. Der unstillbare Wille nach immer mehr führt notwendigerweise zu einem Kampf ums Dasein und zu einem erbarmungslosen Konkurrenzkampf aller Lebewesen, welcher sich überall in der Welt zeigt. Er ist auch verantwortlich für Egoismus und Bosheit des Menschen. Der Wille zeigt sich in Mensch, Tier und allen übrigen Naturwesen und ist verantwortlich für das Leiden in der Welt. Er macht sich in der Gestalt von Millionen Pflanzen, Tieren und Menschen gegenseitig Materie, Raum und Zeit streitig. Pflanzen verdecken einander, kämpfen um Raum, Wasser und Sonnenlicht, bis eine der Pflanzen verkümmert und stirbt. Tiere fressen Pflanzen und andere Tiere. Doch am brutalsten wütet der Mensch, der sich die gesamte Natur unterworfen hat und sie als Fabrikat zu seinem Gebrauch ansieht. Schopenhauer kritisiert die bisherigen jüdisch-christlichen, kartesianischen oder kantischen Lehren, welche Tieren aufgrund ihrer fehlenden Vernunft keine moralische Berücksichtigungswürdigkeit zugestehen. Der Wesenskern des Menschen kann seiner Ansicht nach kein Alleinbesitz des Menschen sein, sondern muss ein Besitz aller Lebewesen sein. Zwar ist die Vernunft auch laut Schopenhauer charakteristisch für den Menschen, doch erklärt er dies durch natürliche Faktoren. Der Mensch entwickelte Vernunft, um seinen Instinktverlust zu kompensieren und um sich flexibel an wechselnde Umweltbedingungen anpassen zu können. Schopenhauer übt vor allem Kritik am Christentum, welches widernatürlicherweise den Menschen losgerissen hat von der Tierwelt, welche er doch wesentlich angehört, und Tiere geradezu als Sachen betrachtet. Die unüberwindbare Kluft zwischen Mensch und Tier hält Schopenhauer für narzisstisch und falsch.
Hier zeigt sich der Einfluss des asiatischen Denkens auf Schopenhauer. Während im Buddhismus und Hinduismus Mensch und Tier für wesensgleich erachtet werden, vollzieht die westliche Philosophie und Theologie eine künstliche, scharfe Trennung zwischen Mensch und Tier und leitet daraus dogmatisch eine Beschränkung der moralischen Pflichten auf Pflichten gegenüber Menschen ab. Schopenhauer blickt auf die Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier und sieht diese im Willen zum Leben und damit im Leiden. Stark vereinfacht ausgedrückt sieht Schopenhauer also die Gemeinsamkeit zwischen Mensch und Tier, ebenso wie Bentham, in der Leidensfähigkeit. Menschen und Tiere empfinden Schmerzen und Leiden, wenn ihre Wünsche oder natürlichen Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Auch Tiere sind leidende und empfindende Wesen, die vom Willen zum Leben getrieben sind, der für alles Leiden in der Welt verantwortlich ist. Schopenhauer hält es für selbstverständlich, dass Mensch und Tier einen gemeinsamen Ursprung haben und zwischen ihnen eine enge Verwandtschaft besteht. Sowohl Gemeinsamkeiten im äußeren Ausdrucksverhalten als auch die tierische Anatomie lassen seiner Ansicht nach keine scharfe Grenze, sondern lediglich fließende Übergänge zwischen Mensch und Tier erkennen. Schopenhauer schließt daraus, dass sich auch das innere Erleben, genauer die Empfindungsfähigkeit, von Menschen und Tieren nicht prinzipiell unterscheidet. Zwischen Mensch und Tier gibt es also anders als in der jüdisch-christlichen Theologie, bei Descartes oder bei Kant keine qualitativen Unterschiede. Beides sind durch den Willen zum Leben und das damit verbundene Leiden verbunden. Gleichzeitig finden wir aber auch bei Schopenhauer eine Art Hierarchie der Lebewesen, die auf quantitativen Unterschieden beruht. Es gibt obere und niedrigere Stufen der Verkörperung des Willens. Während die untersten Tiere bloß eine Dämmerung von Bewusstsein besitzen, sind höhere Tiere zwar leidensfähig, jedoch weniger als Menschen. Ein Grund hierfür ist ihr Mangel an Vernunft. Tiere besitzen laut Schopenhauer nämlich nur Verstand, keine Vernunft. Während der Verstand bei allen Lebewesen die Sinneseindrücke ordnet und deutet, bringt die Vernunft nur bei Menschen das abstrakte theoretische Denken hervor. Tiere haben seiner Ansicht nach kein begriffliches Abstraktionsvermögen, keine Sprache und keine Individualität. Außerdem können sie zukünftige Ereignisse nicht aufgrund vergangener Erfahrungen antizipieren. Demzufolge leiden Tiere auch weniger. Sie können weder künftiges Leiden vorhersehen, noch sich den Tod als solchen vorstellen. Der Mensch hingegen lebt aufgrund seiner Vernunft nicht nur in der unmittelbaren Gegenwart und weiß zudem, dass er verwundbar und sterblich ist. Somit ist er neben dem rein physischen, körperlichen Leiden auch dem zeitlich ausgedehnteren, psychischen, seelischen Leiden ausgesetzt. Das Durchschauen der Weltstruktur hat bei Schopenhauer nicht nur einen metaphysischen, sondern auch einen moralischen Aspekt. Indem der Mensch erkennt, dass alle Lebewesen Erscheinungen eines und desselben Willens sind und es keine prinzipiellen Unterschiede zwischen Mensch und Tier gibt, erkennt er gleichzeitig, dass das Leiden der anderen immer auch das eigene Leiden ist. Aus dieser Erkenntnis empfindet er intuitiv Mitleid mit anderen, kann sich in das Leid anderer hineinversetzen und überwindet damit den Egoismus und die Bosheit. Im Mitleid oder Mitfühlen identifiziert sich der Mensch nämlich mit dem anderen, überwindet die Kluft zwischen Ich und Nicht-Ich und erkennt das eigene im Fremden. Dass der Mensch auch mit Tieren mitfühlen kann, liegt an unserer metaphysischen Wesensgleichheit. Mensch und Tier sind beide Verkörperungen des Willens und damit Brüder im Leiden. Schopenhauer schreibt: Der Mensch wird inne, dass der Unterschied zwischen ihm und anderen nur einer vergänglichen, täuschenden Erscheinung angehört. Er erkennt, dass das an sich der eigenen Erscheinung auch das der Fremden ist, nämlich jener Wille zum Leben, welcher das Wesen jeglichen Dinges ausmacht und in allem lebt, ja, dass dieses sich sogar auf die Tiere und die ganze Natur erstreckt. Daher wird er auch kein Tier quälen. Er ist jetzt zu wenig imstande, andere darben zu lassen, während er selber Überflüssiges und Entbehrliches hat, wie irgendjemand einen Tag Hunger leiden wird, um am folgenden mehr zu haben, als er genießen kann. Für Schopenhauer besitzen nur Handlungen aus reinem Mitleid, denen keine egoistischen Motive beigemischt sind, echten moralischen Wert. Der oberste Grundsatz seiner Ethik lautet: Verletze niemanden und hilf allen, so viel du kannst. Mitleid ist bei Schopenhauer keine Norm, die der Mensch befolgen muss, sondern eine Fähigkeit, die der Mensch prinzipiell hat. Mitleid beruht also nicht auf Religion, Dogmen, Mythen, Erziehung oder Bildung, sondern liegt in der Natur des Menschen selbst.
Wir können tatsächlich das Leiden eines Menschen und sogar eines Tieres mitempfinden. Der andere Mensch und auch das Tier sind nämlich wie wir selbst nur eine Verkörperung des Willens. Der Mensch versucht allerdings, dieses Mitleid im Zeichen des Egoismus zu unterdrücken. Nur wenn wir aufhören, unser angeborenes Mitleiden können zu unterdrücken und zu verhindern, können wir moralisch handeln. Schopenhauer war selbst Tierliebhaber und Tierschützer. Er verteilte eigenhändig Tausende von Tierschutzflugblättern an seine Mitbürger, war Gründungsmitglied des 1841 gegründeten Frankfurter Tierschutzvereins und unterstützte lebenslang als aktives Mitglied die Aktivitäten des größten und einflussreichsten deutschen Tierschutzvereins in München. Trotz dieses persönlichen Engagements betonte Schopenhauer, dass Tierschutzvereine in buddhistischen Regionen der Welt überflüssig seien und auch in der westlichen Welt nicht nötig wären, wenn man Tiere von vornherein als Leidens- und Mitgeschöpfe betrachtete. Er hielt sich seit seinen Studentenjahren einen Pudel, den er nach dessen Tod, also circa alle 12 Jahre, durch einen neuen, ähnlich aussehenden Pudel ersetzte und immer Atman, das ist Sanskrit für Lebenshauch, nannte. Wenn er böse auf den Pudel war, nannte Schopenhauer ihn »Du Mensch«. Schopenhauer hat die Idee des Tierschutzes nicht erfunden. Das erste Tierschutzgesetz, der Cruel Treatment of Cattle Act, wurde bereits 1822 in England verabschiedet und auch Tierschutzvereine gab es zu seiner Zeit schon in mehreren deutschen Städten. Doch sein besonderer Verdienst für den Tierschutz war, dass er dem Tierschutzgedanken eine neue, tragfähige, ethische Grundlage gab. Schopenhauer kritisiert die grausame Behandlung von Tieren und fordert, auch Tiere moralisch zu berücksichtigen. Er schreibt: Die von mir aufgestellte moralische Triebfeder bewährt sich ferner dadurch, dass sie auch die Tiere in ihren Schutz nimmt. Die vermeinte Rechtlosigkeit der Tiere, der Wahn, dass unser Handeln gegen sie ohne moralische Bedeutung sei, ist geradezu eine empörende Rohheit und Barbarei des Okzidents. In der Philosophie beruht sie auf der aller Evidenz zum Trotz angenommenen, gänzlichen Verschiedenheit zwischen Mensch und Tier. Schopenhauer ist nicht nur ein wichtiger Vordenker der Tierethik, sondern auch der Umweltethik. Er thematisierte als einer der ersten westlichen Denker das Elend der geschundenen Natur und erkannte, dass die Knappheit der natürlichen Ressourcen im Daseinskampf der Lebewesen zum Kippen des gesamten Systems Leben führen kann. Er machte schon früh darauf aufmerksam, wie wichtig ein Gleichgewicht zwischen dem Menschen und seiner natürlichen Umwelt ist. Schopenhauer ist es wichtig, auch Tiere in die Moral mit einzubeziehen. Dementsprechend kritisiert er auch, dass die damals in Deutschland aufkommenden Tierschutzgesellschaften Tierschutz immer noch mit dem Verrohungsargument begründen. Für Schopenhauer hingegen ist das Mitgefühl mit Tieren ein Selbstzweck, Ergebnis ihrer Wesensbestimmung als leidende Kreatur und Verkörperung des Willens zum Leben. Seine konkreten Forderungen für den Umgang mit Tieren sind jedoch gemessen an seiner Willensmetaphysik und Mitleidsethik wenig weitreichend. Er lehnt die meisten Formen von Tiernutzung nicht ab, zumindest solange das Leid der Tiere, das dadurch ersparte Leid des Menschen überwiegt. Man darf laut Schopenhauer Tiere zum Verzehr töten und auch Experimente an ihnen durchführen. Schopenhauers Tierethik liefert also keine Begründung für einen ethischen Vegetarismus. Solange die Tiere schmerzfrei getötet werden, gibt es kein moralisches Problem beim Fleischverzehr. Denn seiner Ansicht nach sind Tiere aufgrund ihrer fehlenden Vernunft nicht dazu fähig, zukünftiges Leiden zu antizipieren und Angst vor einer bevorstehenden Tötung zu haben. Tiere darf man zum Zwecke der Nahrung töten, da in der Natur die Fähigkeit zum Leiden gleichen Schritt hat mit der Intelligenz, weshalb der Mensch durch die Entbehrung der tierischen Nahrung, zumal im Norden, mehr leiden würde als das Tier durch einen schnellen und stets unvorhergesehenen Tod, welche man jedoch mittels Chloroform noch mehr erleichtern sollte. Sinnlose Grausamkeit im Sinne von Tierquälerei sollte jedoch vermieden werden. Als Beispiele für solche nicht gerechtfertigten Arten von Tierquälerei nennt Schopenhauer unter anderem geknebeltes Schlachtvieh, gequälte Pferde und andere Arbeitstiere, das Anketten von Hunden, missbräuchliche Vivisektion, also Aufschneiden lebendiger Tiere, Käfighaltung von Vögeln und willkürliche Tierquälereien. Schopenhauers tierethische Überlegungen hatten Einfluss auf radikale Tierschützer wie den deutschen Schriftsteller, Pazifisten und Tierrechtler Magnus Schwantje, den britischen Reformer Henry S. Salt, den deutsch-französischen Arzt, Philosophen und Theologen Albert Schweitzer sowie auf die deutsche Philosophin Ursula Wolf und den deutschen Philosophen Jean-Claude Wolff.
Der deutsche Philosoph Dieter Birnbacher schreibt über Schopenhauers Bedeutung für die Tierethik: Zu seiner Zeit war Schopenhauer mit seiner Tierethik ein Rufer in der Wüste. Er war zugleich einer der wenigen, die dafür sorgten, dass sich die Wüste belebte. Wie beurteilst du persönlich Schopenhauers Rolle für die Tierethik? Überzeugt dich seine Willensmetaphysik und Mitleidsethik? Mit dem Quizlet-Lernset Schopenhauers Welt- und Menschenbild kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!